If you let me hear you say my name, my name. If you let me hear you, babe. 'Cause I wonder if you feel the same, same. Or just tell me if you feel the same. You don't need. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und Ja, voll dabei. genau, eine Winterdeko mit einer Amaryllis, die ihr schon kennt. Die ist nämlich noch mit Blattgold, sieht man, ne? Und die haben wir hier jetzt richtig schön eindekoriert mit ein paar Perlhyazinthen. Und genau, wenn ihr wissen wollt, wie diese Winterdeko trifft, leicht den Frühling interessiert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und was wir heute brauchen für die ganz natürliche Winterdeko, gucken wir hier unten mal. Und zwar eben gerade nämlich wieder, wisst ihr ja schon mittlerweile, mit Sophie gefunden. Das sind richtig schöne bemooste und mit Flechten. Hier guck mal, auch ein bisschen Baumrinde und Äste haben wir gefunden. Das möchte ich heute gerne mit eindekorieren hier. Die sind auch noch ganz, ganz feucht. Dann auf alle Fälle die Amaryllis. Die kennt ihr, wenn ihr die Videos von uns öfter verfolgt. Das war das mit dem Blattgold und der Holzscheibe. Die möchte ich gerne mit in diese Winterdeko eindekorieren. Dann habe ich tatsächlich einen Topf gefunden mit diesen Perlenhyazinthen. Und das ist natürlich ganz niedlich. Gerade hier jetzt mit diesen Blautönen, finde ich, passt das hier zu dieser Basis ganz schön, um so ein bisschen leichte Farbe mit reinzukriegen. Das ist nämlich dieser Pokal. Das ist so ein Pflanzpokal oder auch kann man super als Vase nehmen. Und ich habe einfach mal diese Reste vom Moos, die wir immer haben. Und hier auch die Lärchenzweige. Gucken wir mal, was wir da gebrauchen können. Und hier auf der anderen Seite denke ich, brauche ich Oasis Fix und diese Pinholder. Dann nochmal Trockensteckmoos werde ich heute benutzen und eine Lichterkette. Genau. Und ich würde sagen, die Winterdeko, es geht los. Als allererstes nämlich das Trockensteckmoos. Ihr könnt natürlich auch das andere Steckmoos nehmen. Und ich gucke einfach mal, ich habe mir jetzt ein Stück abgeschnitten, weil hier unten sieht man, es ist kein gerader Boden, sondern mit einem Loch. Und ich stelle mir das jetzt hier einfach mal so rein, weil mir ist auch jetzt die Höhe wichtig, weil die Amaryllis soll eigentlich relativ zentral hier in dieses Pflanzgefäß rein und deswegen gucke ich, wie das mit der Höhe hinkommt. Wenn es nicht reicht, dann kann man natürlich super, ich habe hier ja auch noch so flache Platten, hier nochmal so ein Stück nehmen, einfach so ein Stück Oasis Fix abgeschnitten und dann an diesen Pinholder ran, hier oben auf das Steckmoos raufkleben und dann könnt ihr nämlich das andere hier oben raufstecken und dann habt ihr noch ein bisschen Erhöhung, wenn ihr eben mehr Höhe braucht. Da könnt ihr einfach mal gucken und ich denke, so ist die Höhe ganz schön. Das andere Steckmoos hier kann man jetzt auch fixieren. Das mache ich jetzt noch mal mit einem Pinholder. Klebe mir das jetzt hier einmal so ran und dann kann ich nämlich hier das Steckmoos wunderbar auf einer Seite reinstecken und es ist auch fester. Ihr könnt es auch auf der anderen Seite machen, aber dadurch, dass der sowieso schief ist, ist es besser hier jetzt einfach an einer Seite das so ranzumachen. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal unsere Höhe und ihr könnt jetzt außenrum das mit Zeitungspapier oder was ihr auch habt. Ich hole jetzt ein bisschen Papier und fülle mir das hier einmal aus. Alles, was an Papiertüten und so ich bekommen kann, das behalte ich immer und lege mir das zur Seite und das ist wirklich super praktisch. Ich habe hier nämlich auch noch so kleine Tüten, die wir gerade bekommen haben beim Einkaufen und die knülle ich mir jetzt einfach und lege mir die hier außen rum.
Die Basis haben wir und ich nehme jetzt die Amaryllis und werde mir die hier oben erstmal auf das Steckmoos raufsetzen. Und ich habe mir jetzt hier einfach mal so große Krampen habe ich noch gehabt und werde mir die hier noch mal eben einmal auf das Steckmoos fixieren. Auf jeder Seite eine und sie hält super stabil. Aber damit es noch stabiler wird, nehme ich jetzt nämlich einfach mal das Moos. Und wie immer, das wisst ihr ja schon, ohne Moos nichts los, gehe ich hier einmal jetzt rundherum und stecke mir das Moos hier erstmal mit rein. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn das Moos jetzt auch nach unten hin fällt. Also das heißt, dass die Deko wirklich bis nach unten hin richtig schön natürlich, als wenn das ja so ganz natürlich raufgesetzt worden ist. Und das mache ich mal. Ich werde jetzt hier überall das Moos nochmal ganz natürlich nach unten hin wegfallen lassen. Und ich finde das total süß. Die Amaryllis ist hier wirklich in diesem Moosnestchen reingesetzt. Und hier unter nochmal so der Vintage-Pokal kann man mit jedem anderen Gefäß natürlich machen. Ich wollte ursprünglich eine Vogeltränke nehmen. Und weil die niedrig ist und das war uns zu gefährlich wegen der Katzen. Aber tatsächlich, ich habe die genommen und ist sie kaputt gebrochen. Und ich nehme jetzt hier meinen Birkenreisig, den ich nämlich eben gerade auch von der Straße eben aufgehoben habe und stecke mir den jetzt hier in das Trockenmoos rein. Auf der einen Seite reingesteckt. Ich habe den eben noch ein bisschen angespitzt. Das war ein bisschen zu stumpf. Und dann kommt man besser da rein. Jetzt nehme ich das andere Ende, halte es mir fest und ich habe hier noch diesen goldenen Schmuckdraht. Da schneide ich mir jetzt mal eben ein Stück von ab und fixiere mir den Rest hier von dem Birkenreisig. Ich gehe jetzt hier ein paar Mal eben rum. Ich habe mich jetzt heute für Gold entschieden, weil die Amaryllis ja auch noch leicht mit diesem Blattgold zu sehen ist. Und da finde ich, passt das natürlich ganz schön. Und ich werde mir das jetzt hier, ist es natürlich super praktisch, an den Henkel hier auf der anderen Seite fixieren. Gehe hier, verzwirbel mir das ein paar Mal und mache mir das hier fest. Wenn ihr kein Pflanzgefäß habt mit Henkel, dann könnt ihr das natürlich hier mit Draht fixieren und hier auf der anderen Seite reinstecken. Ich zeige das noch mal eben. Einmal den Bindedraht nehmen, weil der natürlich viel, viel stabiler ist. Hier einmal rumgehen und ihr könnt das jetzt super hier einfach mal vielleicht auch mit dem Messer vorfühlen oder mit dem Finger in das Steckmoos reinstecken. Ich fixiere das gar nicht am Henkel. Ich habe mich umentschieden. Ich mache das auch so. Ich nehme einfach den Bindedraht, mache mir den dann eben an der anderen Seite hier am Ast fest und fixiere mir das. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, weil jetzt geht das hier so ein bisschen zur Seite weg und ich nehme jetzt hier meinen anderen Ast und stecke mir den auch hier wieder in das Steckmoos rein. Guckt einfach, dass ihr hier eine wunderbare Position findet und euch das Moos ein bisschen wegmacht, damit ihr da besser reinkommt. Genau. Und auch den möchte ich jetzt hier, guckt einfach mal vorne oder hinten, wieder in Position. Und ich möchte jetzt hier ein paar Äste rundherum, natürlich nicht, dass die Amaryllis hier gestört wird, so positionieren. Genau, dass sie richtig schön in diesen Ästen drin ist. Ich habe jetzt hier vorne einen großen Ast, den habe ich noch nicht mal hier in das Steckmoos reingesteckt, einfach hier super Platz gefunden, wo das Papier ist und ich lege mir oder nehme mir jetzt den Ast und fixiere mir den gar nicht da unten, sondern hier an dem anderen Ast, der gegenüber liegt und nehme hier einfach wieder einen normalen Bindedraht und dann nehme ich jetzt wirklich den ganz normalen geglühten und fixiere mir die beiden Äste hier miteinander. Alles, was ich gefunden habe auf der Straße, ist hier wirklich verarbeitet und das finde ich richtig klasse und das gefällt mir gut. Ihr könnt selber mal gucken, wenn ihr diesen Birkenreisig, ich meine, der ist natürlich perfekt dafür, wenn ihr das macht. Da kann man wirklich die Äste überall miteinander verbinden. Man kann es aber auch, wenn man mehr Platz hat, die Deko wirklich so ein bisschen auslaufen lassen, dass die Äste überall hinspringen. Aber ich denke, so ist es wirklich optimal und die Amaryllis hat trotzdem schön Platz. Wenn sie nachher hochgeht, könnt ihr immer noch gucken, ob man hier ein bisschen Platz macht, aber das ist ja gar kein Problem. Und da wir wirklich noch Winter haben, fangen wir jetzt nochmal an, richtig schöne bemooste und ja, guck mal, diese Äste sind wunderbar. Die hier einfach mit reinzulegen,
Und die befestige ich mir jetzt gar nicht großartig. Ich werde einfach suchen oder werde einfach eine Position suchen, wo man die wunderbar mit reinlegen kann und das hält perfekt. Und das mache ich nochmal. Ich lege jetzt hier erstmal die bemoosten Äste überall mit rein. Alle richtig schön reingelegt und jetzt habe ich hier noch einen gefunden und den stecke ich mir hier auch noch mal in Steckmoos mit rein, damit wir auch hier noch mal so richtig tolle Höhe bekommen. Und unsere Lärchenzweige, natürlich nicht zu vergessen, die kann man jetzt wunderbar hier auch noch mit einbauen. Und ich denke, ich möchte die jetzt so ein bisschen nach unten hinweg haben und deswegen nehmt ihr entweder, ich zeige euch das noch mal, hier so ein bisschen Wickeldraht, den stabilen. Es gibt ja auch noch die, ja, was so eine Stange ist, die sind natürlich noch stabiler. Hier würde ich das machen, dass ich mir den doppelt nehme. Deswegen nehme ich jetzt noch mal hier so ein längeres Stück. Genau, schneide mir das hier ab, nehme den doppelt, damit er stabiler ist und werde den jetzt hier einmal nur so biegen und gehe jetzt hier um meinen Ast herum und genau, versuche jetzt hier in das Steckmoos reinzukommen und dann könnt ihr das da wunderbar mit fixieren. Und die Perlhyazinthen habe ich jetzt einfach aus dem Topf genommen. So ein bisschen nur die Erde, kann ganz natürlich. Und ich habe jetzt hier wie so ein Schaschlikspieß habe ich mir genommen und ich gehe jetzt hier rein, weil normalerweise befestige ich die sehr, sehr gerne einfach nur ins Moos oder ich lege die einfach rein. Aber daher, dass ich jetzt hier die wirklich noch mehr vom Topf weg haben möchte, ist es dann natürlich besser, die einfach hier anzuspießen. Aber auch hier, guck mal, kann ich hier super reingehen und dann nehme ich jetzt natürlich keinen Spieß und stelle mir die hier auch in Position. Einfach so dazwischen, guck mal, zwischen den Ästen und ganz natürlich. Gefällt mir super, oder? Ja, sehr schön. Also ich finde das Filzband, das werde ich definitiv in dieser Deko jetzt nicht mit rein dekorieren, aber auf alle Fälle die Lichterkette, weil das bei uns im Flur nämlich auf der Bank einen Platz bekommt und ich werde jetzt die einfach hier ins Geäst mit reinarbeiten und die kann man dann ja auch später wieder rausnehmen, wenn man möchte. Aber ja, wir mögen das noch. Es ist eine Winterdeko und Licht, finde ich, geht da natürlich immer. Und da ist sie. Guck mal, hier richtig schön in Position. Und tatsächlich, ich habe hier noch 3 Zapfen, die hatte ich mal mit Kreidefarbe weiß gemacht und die habe ich jetzt einfach noch mit da reingestellt. So wiederholt sich das Weiße und leicht Winterliche hier noch in der Deko mit rein, aber ganz natürlich mit Licht und man hat super lange was davon und auch danach zu Ostern, ihr werdet sehen, kann man es noch super umarbeiten. Ihr Lieben, und wenn wir euch heute inspiriert haben, freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, da kommen immer tägliche Highlights und ja, wir freuen uns, die nächsten Tage wieder mit und für euch zu dekorieren. Es geht in kleinen Schritten auf den Frühling zu und ja, wir freuen uns. Eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. bis dann. Tschüss. Tschüss.